Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen bei Dialog. Mein Name ist Larissa Zizina. Diese Sendung können Sie sich jeden Monat ansehen. Die Gäste des Dialogs sind Musiker, Wissenschaftler, Lehrer. Heute ist unser Gast Musiker, Balalaika-Spieler Alexander Popernij. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen Alexander Popernij vorstellen. Er wurde an der Gniesin-Akademie für Musik als Solist, Dirigent und Lehrer ausgebildet. Alexander Popernij ist Preisträger von vielen internationalen Musikwettbewerben, und zwar in Moskau, Klingeltal und in Italien auch. Alexander, ich begrüße Sie auf unserer Sendung. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Guten Tag. Am Anfang der Sendung wird Alexander Popernij Musik von Johann Sebastian Bach spielen, und zwar Gavotte, Solo Partita Nummer 3. Die chinesische Weisheit lautet, dass die Reise in 2000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Wie waren Ihre ersten Schritte in der Musik? Die waren ganz zufällig. Mein Vater in meiner Heimatstadt Donetsk hat mich zu einer Musikschule mitgebracht, und der meinte, dass ich Klarinette spielen soll mit 7 Jahren.
Aber die Lippen waren zu schwach, sagte mindestens Direktor von dieser Musikschule und hat mir vorgeschlagen, nur vielleicht eine Balalaika, hat er von der Wand eine Balalaika genommen. Sehr, sehr einfache und der könnte nicht spielen, aber der hat 3 Akkorde gespielt und hat mich so beeindruckt, dass ich sagte, Balalaika, ja, so gut ja, gefallen. ja. Ja, von da begann mein langer Weg. Das war vor fast 50 Jahren, Entschuldigung. Ja. Und dann also dauerten Sie Ihren Weg schon in Moskau. Ja? Sie wurden als Solist, Lehrer und Dirigent zuerst an Kolleg, ja? Und dann, wo studierten Sie danach? Ja, ich studierte danach in einem Institut, oder jetzt heißt das Musikakademie. Gniesin Musikakademie. Gniesin Musikakademie in Moskau. Und damals war das auch logisch, dass mein Musiklehrer in Donetsk sagte, ja, es ist ein bisschen zu eng für dich. Und, ja, und versuch mal dein Glück in Moskau. Das war, als ich 15 war, was an sich schon sehr schwer war, weil so ein 15-Jähriger allein in Moskau, in Studentenwohnheim. Ja, ganz nicht einfach, ja. Moskau ist eine große Stadt, aber... Und Alexander, sagen Sie bitte, in Moskau an der Gniesin-Akademie stand nur klassische Musik im Programm oder waren es auch verschiedene Stile und Richtungen? Die Anforderungen waren sehr hoch. Man meinte, es einzige Institut in Moskau, wo man Balalaika studieren kann, also außer Institut von Kultur. Das war aber so sehr nicht so bekannt wie Gniesin-Akademie. Ja, es war schon etwas zweitrangig, ein wenig, ja. Ja, und deswegen meinte man, ja, muss man auf Höhen Beispielen von klassischer Musik die Studenten ausbilden. Ja, das ist Basis, also für alles, ja. Ja, und russische Musik gibt es auch nicht so viele gute Arrangements, finde ich. Also letzte Zeit vielleicht. Aber als ich studiert habe, meistens spielte man klassische Musik. Und das heißt nicht, dass wir keine russische Musik gespielt haben. Doch, aber viel später baut man eigenes Repertoire. Und jeder hat eigene Vorlieben, ich auch. Und meine ist nicht russische Musik, obwohl ich das gerne spiele, Weltmusik eher und Klassik sowieso. Ja. Also klassische Musik ist für Sie ein gutes Fundament, eine gute Basis, ein Ausgangspunkt für also Ihre musikalische Tätigkeit. Alexander, schon mit 23 Jahren haben Sie am großen Musikwettbewerb in Moskau teilgenommen, und zwar also Wettbewerb für die Musiker, die altrussische Instrumente spielen, und Balalaika gehört natürlich zu altrussischen Instrumenten, und Sie haben den ersten Preis gewonnen. Sagen Sie bitte, welche Charakterzüge muss man haben, um gerade den ersten Preis zu gewinnen? Es ist doch nicht so leicht, ja? Ja, es ist diese Konkurrenzfähigkeit. Ich habe aber nicht den ersten Preis gewonnen damals, ich habe den 3. Preis gewonnen. Und das war Gutschein, das war nur Gutschein für Zukunft. Und ich finde, alle diese Wettbewerbe, also nicht alle vielleicht, aber viele, die tragen nur diesen Charakter von Avancen für zukünftige Musiker. Entweder bleibt man auf gleichem Niveau oder versucht man sich entwickeln. Und ich weiß nicht, es ist schwer. Sehr viel Unerwartetes kann dort geschehen, ja, bei den Musikwettbewerben. Meistens ist es so, dass alle spielen gleiche Repertoire und die Jury
die beurteilen das, wie viele Fehler hat man gemacht oder was für ein Lehrer hast du. Und ich hatte auch ein bisschen Glück, aber das habe ich auch gedacht, ja. Ich habe gut gespielt, aber das war gerade für den dritten Platz. Ich zweifle nicht daran, aber unabhängig vom also ersten Platz oder dritten Platz, sowieso, es ist eine große Auszeichnung. Nachdem Sie Gniesin-Akademie absolviert hatten, hatten Sie die Gruppe Jazz Balalaika organisiert. Ja? Es war und Sie gastierten, hatten viele Gastreisen mit dieser Gruppe. Sagen Sie bitte, welche Richtungen waren in Ihrem Repertoire damals vertreten? Wonach haben Sie gestrebt? Wie war Ihr Ziel, als Sie diese Gruppe organisiert hatten? Ich war nicht alleine als Organisator von dieser Gruppe und wir waren zu 5 und das war Clownerie und so ernste Musik mit Humor, auch eigene Sachen. Wir waren zum Beispiel in Fabriken 1990 mit einer Clownsgruppe aus St. Petersburg und zum Beispiel wir haben fast in Schmidt und Tivoli gespielt, weil diese Richtung ist sehr passend für solche Theater. Ja, es ist nicht sehr populär, es ist kleine Kunst, aber sehr lustig, gleichzeitig aber hochwertig, dass man gleichzeitig spielt, singt und tanzt. Und das war sehr schwer. So, ja. Also Musical mehr ähnlich, ja? So ja, aber Musical ist auch was Ernstes. Das war, natürlich, Musical ist schon eine Show, ja. Das war viel mit Ironie und Sarkasmus und etwas Besonderes, ja? Haben Sie eine große musikalische Erfahrung gesammelt, indem Sie viele Konzerte gegeben hatten und viele Reisen unternommen haben? Wir haben Deutschland so 6 oder 7 Mal durchgequert, damals in den 90er Jahren. Haben aber kein Deutsch gesprochen, weil wir hatten immer dabei Tourneeleiter, der für uns Deutsch sprach und wir kommunizieren uns mit normalen Zuschauern mit Englisch und das war so ziemlich schwer. Und viel später kam mein Deutsch zustande. Wir waren auch in Japan, in vielen Ländern. Also wirklich, es ist eine große Erfahrung und ich mag sowieso reisen. Nicht nur als Musiker, sondern als Tourist. Haben Sie damals schon brasilianische Melodien gespielt? Das war ganz selten. Man hat keinen Zugang zu lateinamerikanischer Musik in Russland. Kann man vorstellen, in den 90er Jahren. So jetzt vielleicht viel mehr Musiker aus verschiedenen Ländern. Hier ist selbstverständlich Austausch viel reicher und interessanter. Und jetzt spielen Sie das gern, ja? Ja, ich spiele das gerne. Ich kann das jetzt also ein Stück für Gitarre, die ich selber so als Arrangement auf der Balalaika gemacht habe. Ja. Heißt Choro, ja? Ja, das Stück heißt Choro von Paolo Bernardini, ein brasilianischer Choro-Komponist. Es ist eine schöne, melancholische Musik, ja?
Und jetzt stelle ich an Sie eine ein wenig standardtypische Frage, aber trotzdem möchte ich Ihre Antwort hören. Wissen Sie, viele fragen, wo ist die Quelle der Inspiration für Sie? Woher nehmen Sie die Inspiration? Ich verstehe, es ist nicht so einfach zu antworten, aber trotzdem, was können Sie sagen? Ja, ich denke, Menschen, Reisen und Musik selbst. Die stellen wahrscheinlich in diesen Ablauf. So, ich kann mich erinnern an Treffen mit einem sehr guten Gitarrist, den ich gefragt habe, wann warst du letztes Mal auf dem Konzert? Und der sagte, ich höre prinzipiell keine fremde Musik, nur meine eigene. Ja, das ist nicht gerade so bei mir, aber so, ich inspiriere mich sehr viel von Menschen und so, ich reise viel und dann sehe ich, wie die dort Menschen leben. Und ich gehe ins Konzert und von Literatur, von Kunst, ja, Malerei zum Beispiel. Vielen verschiedenen Dingen. Ja, im Großen und Ganzen. Und so. Hatten Sie eine Reise, die also für Sie sehr wichtig war, wo Sie sehr viel Interessantes gesehen hatten? Ja, das war so vor 2 Monaten. Das ist wirklich meine beste Reise in Leben. Da haben Sie mir sehr kurz gesagt, ja. Ja, ich war in Argentinien und 3 Wochen. Wir hatten dort mit meiner Pianistin aus Israel 3 Konzerte gemacht, aber die Konzerte so an sich waren die nicht so wichtig. Wir haben von Anfang an gesagt, wir reisen durch das Land und möchten gerne angucken so verschiedene Klimazonen und Patagonien sowieso, Landschaften. Und diese wunderbaren Wasserfälle haben Sie gesehen, ja, an der Grenze mit Brasilien? Ja, ich war in Iguazu. Aber gleichzeitig war interessant, weil wir hatten in den 90er Jahren mit argentinischer Musik angefangen und damals war Astor Piazzolla noch am Leben und wir haben die Tangos von ihm gespielt, eine CD sogar aufgenommen und der wurde gestorben und im Jahre ab 92 begann so richtige Aufstieg von diesem Komponist. Und für mich war immer interessant, wo ist der zum Beispiel, also, wer kennt ihn in Argentinien und wo ist der begraben zum Beispiel. Und das ist... er ist also sehr bekannt, denke ich. Ja, man denkt, aber in Argentinien kennt ihn kaum jemand. So Carlos Gardel, ja, aber Astor Piazzolla... Ja, so Japaner sind begeistert, Europäer, Amerikaner vielleicht, aber international bekannt. Argentinier sagen, dass Carlos Gardel wichtiger für Tango war, weil das war traditionell und Astor Piazzolla hat so große Revolutionen in Tango gemacht. Und wo ist der begraben? In einem Jardin de Paz, wo nur die so keine Postamente, so keine Denkmäler gibt. Es ist nur Gras und wie heißen diese Tumbe oder Trava, что? Also Grabsteine, die in horizontal. Die horizontal. Ja, und vielleicht nach 20, 30 Jahren weiß niemand, wo Piazzolla begraben wurde. Außerhalb von Buenos Aires und so weiter. In einem Wort, das war sehr interessant und ich finde, wenn man Freiheit hat und das heißt, du machst das alles selbst, organisierst du alle so Wanderungen. Und die Reisen erwecken viel Fantasie und lassen viel Eindrücke. Und jetzt also möchte Alexander für die Zuhörer also ein wirkliches Geschenk machen. Und zwar also die berühmte Caprice Nummer 24 von Nicola Paganini
Bühne spielen. Es ist ein sehr bekanntes Musikstück und für die Zuhörer ist es Rendezvous mit einer hohen Kunst.
Alexander, ich danke Ihnen also für das Gespräch und für Ihr wunderbares Spiel. Es war eine sehr schöne Musik und ich denke, für die Zuhörer ist es sehr interessant. Liebe Zuschauer, zu Gast bei TIDE war ein glänzender Musiker, Balalaika-Spieler Alexander Paperny. Mit euch war Larissa Zizina. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen für das Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.